Laura hat einen Freund. Er wiegt 90 Kilo, schnarcht wie ein kaputter Traktor und hat ihre Seite seit 16 Monaten nicht verlassen. Sie hat versucht, das Ganze zu erklären. Die Leute starren meistens einfach. Aber als er sich eines Abends kurz vor 10:30 zwischen sie und einen Fremden stellte, da hat sie aufgehört, irgendetwas erklären zu wollen. Laura wollte keine Beziehung eingehen. Sie wollte einen Hund adoptieren. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Zumindest dachte sie das, bevor sie einen 90 Kilo English Mastiff namens Bruno traf, dem offenbar niemand diese Unterscheidung erklärt hatte. Es begann an einem grauen Dienstagvormittag im Tierheim Hannover. Laura war 27, vor kurzem in ein Haus mit 2 Schlafzimmern gezogen, arbeitete als zahnmedizinische Fachangestellte und war es leid, abends in die Stille heimzukehren. Sie suchte keine große Liebe, sie suchte einfach jemanden, der sich freut, wenn sie nach Hause kommt. Sie fand Bruno in Box 18. Er saß aufrecht auf dem Betonboden, Rücken gerade, das zerknitterte Gesicht zu einem Ausdruck tiefer Würde geformt, als wäre er ein 90 Kilo Richter, der geduldig auf ihre Aussage wartete. Sein hellbraunes Fell hatte die Farbe von Herbstweizen. Seine schwarze Schnauze war riesig, seine Augen waren tief bernsteinfarben und sie folgten ihrer Bewegung mit der ruhigen, ungehasteten Aufmerksamkeit von jemandem, der alle Zeit der Welt hatte und jeden einzelnen Moment damit verbringen wollte, sie zu beobachten. Der Tierpfleger, ein Mann namens Stefan, trat neben sie. Das ist Bruno, er ist seit 14 Monaten dabei. Warum? Fragte Laura. Stefan zögerte, er ist viel Hund. Das war die einzige Erklärung. Bruno war viel Hund. Er wog mehr als die meisten Menschen. Er fraß in einer Woche mehr als manche Familien für Lebensmittel ausgaben. Er war 2-mal zurückgebracht worden. Einmal von einem Paar, das sagte, er nehme zu viel Platz weg. Einmal von einem Mann, der auf dem Formular schlicht schrieb, er denkt, ihm gehört alles. Laura schaute Bruno an. Bruno schaute Laura an. Er lehnte sich vor und legte sein riesiges, faltiges Kinn ans Gittertor der Box. 40 Minuten später unterschrieb sie die Papiere. Der erste Morgen zeigte ihr alles, was sie über Brunos Selbstbild wissen musste. Laura wachte um 6 Uhr morgens auf, 90 Kilo Hund saßen 3 Zentimeter vor ihrem Gesicht und starrten mit dem geduldigen, erwartungsvollen Ausdruck von jemandem, der auf seinen Morgenkaffee wartet. Er bellte nicht, er stupste sie nicht an, er saß einfach da, atmete langsam und gleichmäßig, bis sie die Augen aufschlug. Als sie es tat, bewegte sich sein Schwanz einmal, zweimal. Dann stand er auf, ging zur Schlafzimmertür und sah sie an. »Frühstück«, sagte dieser Blick, »du bist schon hinter dem Zeitplan.« Bis zum Ende der ersten Woche hatte Bruno eine Reihe von Hausregeln aufgestellt, denen Laura nicht zugestimmt hatte und zu denen sie auch nicht befragt worden war. Regel 1: Die linke Seite des Sofas gehörte ihm. Laura durfte die rechte Seite haben, solange sie nicht zu viel Platz beanspruchte. Regel 2: Das Abendessen war eine gemeinsame Angelegenheit. Bruno positionierte sich jeden Abend neben ihrem Stuhl und legte sein Kinn auf den Tisch. Nicht aggressiv, nicht verzweifelt, einfach da, präsent. Er beobachtete jeden Bissen mit der konzentrierten Aufmerksamkeit eines Mannes, der ein sehr wichtiges Fußballspiel verfolgte. Regel 3: Laura schläft nicht allein. Bruno hatte das in der 3. Nacht entschieden, als er aufs Bett kletterte, einmal im Kreis drehte und sich mit dem Rücken gegen Viren presste. Als sie versuchte, ihn wegzuschieben, stieß er ein langes, theatralisches Seufzen aus und bewegte sich keinen Millimeter. Sie wachte am nächsten Morgen mit einem Streifen Matratze von vielleicht 30 Zentimetern auf und schlief besser als seit 2 Jahren nicht mehr. Ihre Kolleginnen fragten, wie es mit dem neuen Hund laufe. Er isst viel, sagte sie. Sie meinte es als Klage, aber während sie es sagte, musste sie lächeln. Was einem niemand über Mastiffs erzählt, was in keiner Warnung und in keinem Tierheimformular steht, ist, dass sie einen beobachten. Nicht so wie ängstliche Hunde einen beobachten, nervös und anhänglich. Bruno beobachtete Laura so, wie jemand eine Person beobachtet, für die er sich entschieden hat zu sorgen. Beständig, sicher, als hätte er seinen Entschluss längst gefasst und wartete geduldig darauf, dass sie aufholte. 3 Wochen später hatte Laura einen schlechten Tag. Eine Patientin war schwierig gewesen, ihr Auto auf dem Parkplatz einen platten Reifen.
Sie kam um 7:30 abends nach Hause, setzte sich aus einem Grund, den sie nicht hätte erklären können, auf den Küchenboden und blieb einfach dort sitzen. Bruno kam aus dem Wohnzimmer. Er schaute sie auf dem Boden an, er schaute sich in der Küche um, dann kam er rüber, ließ seinen massigen Körper neben ihr sinken und legte seinen Kopf in ihren Schoß. 90 Kilo von ihm, zusammengefaltet auf dem Linoleum, atmete langsam, einfach da. Laura saß dort 40 Minuten lang. Sie hatte das Gefühl, sich nicht bewegen zu müssen. Damals konnte sie es nicht erklären, heute kann sie es. Ich sehe, dass du noch immer schaust und noch nicht abonniert hast. Das trifft mich ehrlich gesagt ein bisschen. Drück auf Abonnieren, du willst dabei sein, was als nächstes kommt. Der Moment, der alles veränderte, ereignete sich an einem Freitagabend im Februar, 4 Monate nachdem sie Bruno nach Hause gebracht hatte. Laura war mit ihm durch das Viertel spaziert, kurz vor 10:30 abends, Brunos bevorzugte Abendrunde, nicht ihre. Sie waren 2 Straßen vom Haus entfernt, als ein Mann, den Laura nicht kannte, zwischen 2 geparkten Autos hervortat und sie nach ihrem Handy fragte. Sie erstarrte. Bruno nicht. Er stürzte sich nicht vor, er bellte nicht. Er machte einen einzigen Schritt nach vorne, stellte sich direkt zwischen Laura und den Mann und wurde vollkommen still. 90 Kilo, absolute Stille, Augen fixiert, Brust gesenkt, die Art von Ruhe, die viel lauter ist als jedes Geräusch. Der Mann schaute Bruno ungefähr 3 Sekunden lang an, dann ging er. Laura stand noch einen langen Moment da, ihr Herzschlag laut in den Ohren. Bruno drehte den Kopf und sah zu ihr hoch. Sein Schwanz bewegte sich einmal, langsam und gleichmäßig. Ich hab dich. Ich hatte dich immer. Dachtest du wirklich, ich bin nur wegen dem Sofa hier? Manche Menschen, die diese Geschichte hören, fragen Laura, ob sie Angst hatte. Sie sagt ja, aber nur in den 3 Sekunden, bevor Bruno sich bewegte. Danach, sagt sie, spürte sie etwas, das sie lange nicht mehr gespürt hatte. Sicherheit. Nicht Sicherheit, weil nichts Schlimmes passieren konnte, Sicherheit, weil sie nicht allein in dem war, was auch immer als nächstes kommen würde. Heute ist Bruno 4 Jahre alt. Er besitzt noch immer die linke Sofaseite. Er ist noch immer bei jedem Abendessen dabei. Er schläft noch immer Nacht für Nacht mit dem Rücken gegen ihren gepresst und erzeugt dabei so viel Körperwärme, dass die Wärmedecke völlig überflüssig geworden ist. Er beobachtet sie noch immer so, wie er sie damals durch das Gittertor der Box beobachtete, als wäre sie jemand, dem es sich lohnt, Aufmerksamkeit zu schenken. Laura hat längst aufgehört, sein Verhalten zu korrigieren. Manche Hunde wählen dich als Herrchen. Bruno wählte Laura als etwas ganz anderes. Und je länger man ihn kennt, desto schwerer fällt es, mit seinem Urteil zu streiten. Denn so sieht Liebe aus, wenn sie 90 Kilo wiegt. Nicht laut, nicht kompliziert, einfach da. In jedem Rum, an jedem Abend, an jedem schweren Tag, von dem du nicht wusstest, wie du ihn alleine überstehen sollst. Glaubt ihr, dass ein Hund einen Menschen so lieben kann, wie Bruno Laura liebt? Oder ist das nur das, was wir glauben wollen? Schreibt es mir in die Kommentare.